Ich grüße euch bei der Bootzeit. Wir sind mal wieder in Irland unterwegs, genauer gesagt auf dem Lough Derg, und wollen uns ein paar alte Ruinen anschauen auf der Holy Island. Alte Steine für Susi. Ausgangspunkt für diese Tour ist ein kleiner Hafen, Mount Chen, im südlichen Teil vom Lough Derg. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, guten Morgen. Es ist 5:30 Uhr. Ich kann nicht so laut sprechen. Der ganze Hafen schläft noch. Es geht jetzt los. Alte Steine gucken. Das Wetter passt. Auf geht's! Früher aufstehen hat sich echt gelohnt. Die Sonne kommt gerade durch die Wolken. Es ist eine wunderschöne Morgenstimmung. Die Vögel zwitschern, die Mücken jucken und stechen ein bisschen. Aber wir sind da und jetzt gucken wir uns die alten Steine mal an. Die Klostersiedlung hier auf der Insel Holy Island wurde im 7. Jahrhundert gegründet und im 9. Jahrhundert von den Wikingern zerstört und hat das quasi das gleiche Schicksal wie viele andere Klostersiedlungen in Irland erlitten. Wobei die Kirche hinter mir jetzt aus dem 18. Jahrhundert stammt und die älteren Teile sind hinter mir. Da kommen wir gleich noch hin. Rundtürme hat es ja hier in Irland zuhauf. Dieser hier ist wohl nie fertiggestellt worden, da fehlt die Spitze oben. Sinn und Zweck dieser Rundtürme war zum Schutz für die Mönche bei Plünderungen, wenn die Wikinger hier mal wieder drauf losgegangen sind. Sie sind dann einfach in den Turm rein, Leiter eingezogen und haben die Plünderung abgewartet. Die Kirche der verwundeten Männer, The Wounded Man, ist aus dem 18. Jahrhundert. Und diese drei Torbogen, die wir hier sehen können, die geben einige Rätsel auf. Also man weiß eigentlich nicht so wirklich, warum, wieso, weshalb, was das ist, aber es sieht sehr imposant aus.
So, das sind wohl die Reste der St. Bridget's Church oder Taufkirche auch genannt. Ja, ist immer so sehr viel von übrig. Hier sollen noch irgendwelche Gebeine gefunden worden sein und Eisenmontierungen oder so. Mal gucken, ob ich die finde. Susi und alte Steine. Ja, da ist sie glücklich. Die St. Mary's Church stammte aus dem frühen 13. Jahrhundert, ist aber mehrfach später umgebaut worden. Und der Altar, der hier drin steht, war ursprünglich der Sockel von einem Gedenkstein von der Familie O'Brien. Die Schafe hier in Elland sind auch alle sehr christlich erzogen, denn hier in der Kirche gibt es keine Tretminen, im Gegensatz zu draußen. Kann natürlich auch daran liegen, dass hier drin kein Gras ist. Wenn ihr auch mal mit dem Beiboot herkommen wollt, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Rund um die Inseln gibt es ganz viele Felsen. Und es gibt nur ein paar Stellen, beziehungsweise eigentlich nur eine, die wir gefunden haben, wo ihr relativ sicher mit dem Boot hier landen könnt. So, jetzt haben wir es gesehen. Jetzt müssen wir nur noch heil und trocken wieder zurückkommen. Da kommen nämlich schon die ersten Regenwolken. Ich hoffe, das gelingt noch. Es hat ja jetzt mal wunderbar geklappt. Es zieht sich gerade ein bisschen zu. Das Wetter wird ein bisschen schlechter. Kommen noch so leichte Wellchen schon rein. Aber alles noch sehr im Rahmen. Und die Überfahrt macht gerade hier richtig Spaß. Es schaukelt nämlich so schön. Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Boot. Ja, war hervorragend. Ja. Wetter hat super mitgespielt. Wir hatten längere Sonnenschein wie gedacht. Vorhersage war eigentlich schlechter. Ja, wir haben auch ein bisschen länger gebraucht mit dem Filmen. Das dauert ja mal ein bisschen, bis man fertig ist. Ich habe klatschnasse Füße. Also die Schuhe sind nass, die Füße, die Socken, das ist alles nass. Die Wiese war nass und ich habe halt die falschen Schuhe angehabt. Ja, Pech. Ja. Außerdem hat es einen Haufen Tretminen. Aber ja gut, es hat halt Schafe auf der Insel. Da muss man durch. Hilft nichts. Ne? Ja, wenn ihr das auch mal machen wollt, könnt ihr mit dem Dingi mit dem Beiboot wirklich sehr gut machen. Passt ein bisschen auf, da hat es wirklich rund um die Insel hat's Felsen. Und es gibt nur einen Zugang, an dem ihr vernünftig anlanden könnt mit dem Beiboot. Aber war kein Problem, hat funktioniert. Hat geklappt, ja. Ja, wer sich das selber nicht zutraut oder kein Beiboot hat, kann hier im Hafen eine Guided-Tour buchen. Und wird dann da mit einem etwas größeren Beiboot, mit einem Tourguide hingefahren. Der erzählt dann auch noch ein bisschen was, so, was das kostet. Keine Ahnung. Könnt ihr euch im Internet nachgucken. Ja, das soll es von unserer Seite aus gewesen sein. Hat uns wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Bootzeit. Tschüss.